Was ist denn mit euch nicht richtig? Es ist meine Show, es sind meine Regeln. So läuft das hier nicht. Und außerdem ist das Team schon raus. Zum Glück. Und jetzt Abfahrt. Ja, moin moin Freunde der erlebnisorientierten Musik. Nach dieser missglückten Machtübernahme vermeintlich feindlicher Kräfte nun wieder zurück zum Tagesgeschäft. Keine großen Worte vorab. Am Ende ist Zeit genug. Steigen wir direkt ein. Als erste Band heute Oxon. And don't forget to rock and roll. 10 Song Longplayer in rotem Vinyl mit schwarzen Schlieren, was einen extrem schönen Plattlook ergibt. Wie immer in einer 180 Gramm Gewichtung. Sehr schickes Cover, Plattenhülle und Texteinleger. Alles wunderbar abgestimmt auf die Musik und das zu erwartende Genre. Bei Oxon sind keine wirklich unbekannten Musiker am Start. Gibt es die Schwabenband doch schon 30 Jahre. Das muss man erst einmal nachmachen. Es wurden sich schon die Bühnen mit so einigen großen Bands geteilt. Unter anderem mit Donuts, Spermbirds und Turbo ACs, um mal ein paar zu nennen. Musikalisch ein absoluter Genuss für Menschen, die auf den Schweden-Sound à la Turbo Negro, Helicopters und Co. stehen, sowie auf Motorhead. Das spiegelt sich im Songwriting und im Gesangsstil wider, aber ohne einen Copy-Paste-Ansatz. Es bleibt immer eigen. Besonders erwähnen möchte ich den spanischen Song Porque de vas. Könnte es mehr von geben. Nur mal so als kleine Randbemerkung meinerseits. Bei 2 Songs wird es in der Gesamtheit der Platte für mich ein wenig zu experimentierfreudig. Hope is a Last to Die ist ein Nervtöter und bei Pull the Trigger wird es mir zu viel Stoner. Aber hey, mein Gehör, mein Empfinden. Ich weiß, dass es viele lieben werden. Meins ist es nicht, aber so ist es eben. Dennoch ist die Platte Punk and Roll as fuck. Und ich bin froh, dass es Bands wie Oxon noch in unseren Breitengraden gibt. Und es sie auch hoffentlich noch lange Jahre gibt. Zum Abschluss gibt es noch einen gemächlichen Rausschmeißer-Song mit dem bezeichnenden Titel Bye Bye. Live, mit Sicherheit ein Bringer. Ich sehe vor meinem geistigen Auge gestreckte Arme, ein Getränk der Wahl und sich in den Armen liegenden Menschen, die voller Inbrunst mitsingen und nicht ihr beschissenes Handy in der Hand halten, weil nur Fotos oder Filme die Beweise für das Leben sind. Nein, diese Leute leben den Scheiß und tragen ihre Erlebnisse in den Herzen. Und genauso soll es sein. Und nun hören wir mal rein in meinen Favoriten nach all dem ganzen Gesabbel.
Mit der Startnummer 2 ist Psychotropics aus Wiesbaden mit dem Album namens Ready to Go am Start. 10 Songs auf schwarzem Vinyl. Ein extrem cooles Cover springt dem Betrachter ans Auge. Ich mag einfach gezeichnete Cover, ob schlicht oder aufwendig. Es unterstreicht einfach den Style. Gerade im Psycho, Rockabilly oder generell im Rock'n'Roll-Bereich. Ja, Klischee. Aber es ist nicht immer schlecht, nur weil es ein Klischee ist. Leider gibt es keinen Texteinleger, was ich aber oft vermisse in dem Genre. Wenn ihr die Lyrics trotzdem lesen wollt, dann könnt ihr den QR-Code auf der Rückseite des Covers scannen. Dann landet ihr auf der Bandcamp-Seite und dort sind sie hinterlegt. Zudem könnt ihr auch dort weiteren Merch erwerben. Warum erwähne ich das? Die 3 Herren haben das alles in Eigenregie rausgehauen und kein Label im Rücken. Da ziehe ich meinen Hut. Daher auch vielen Dank für das Album, welches ich bei der Release-Party im Kulturpalast zu Wiesbaden vertrauensvoll überreicht bekam. Dazu auch gleich noch gesagt, dass ein paar Videos folgen werden von dieser Show. Wer nicht vor Ort war, ist wirklich selbst schuld. Es war ein Fest. Wie der Bandname schon verrät, bekommt man hier Psychobilly auf die Ohren. Aber mit einer ordentlichen Portion Neo-Rockabilly und einer gelebten Punkrock-Attitude. Textlich bewegt man sich auch genrebewusst. Warum auch nicht? Aber das alles hört sich nicht so abgedroschen und staubtrocken an, wie bei vielen Protagonisten der alten Schule, die jedes Pferd irgendwann zugrunde reiten. Was diese Band ausmacht für meinen Geschmack, ist nicht der auf Krampf gemachte Styling-Act und die klare Haltung. Hier trägt man die antifaschistische und antisexistische Haltung nicht nur im Inneren, sondern eben auch auf der Zunge. Dass dies nicht immer gut ankommt in der Subkultur, kann ich mir wirklich gut vorstellen. Aber es ist ihnen wichtig. Gerade auch in Zeiten wie diesen, wo man eben nicht wirklich vorausahnen kann, wo die ganze Reise vor der Haustür so hingehen wird. Am Ende ist man schneller entartete Kunst, als man es wirklich glauben kann. Who knows? Gut, dass es Bands wie euch gibt. Gerade in einer Stadt wie Wiesbaden, die ja nicht wirklich überregional bekannt ist für ihre, nennen wir es Lockerheit und Vielfältigkeit. Von meiner Seite eine ganz klare Kaufempfehlung. Und jetzt direkt mal was auf die Ohren, dass ihr auch verstehen könnt, wovon ich hier die ganze Zeit rede. You decide which love is right, but you've been the voice so many times. It's 10 a.m. and you're sitting in a bar. So who the fuck do you think you are? Who the fuck you think you are? Fuck off and stay away. Nobody gives a shit about you, and take your advice anyway. What situation you in, and you decide the right color of skin. You're happy with your life so far, so who the fuck do you think you are? Who the fuck you think you are? Fuck off and stay away. Nobody gives a shit about you, and take your advice anyway. Nun kommen wir zum Album von Heroes to None, A Waste of Time and Money. 12 Songs
auf blau-schwarzem Vinyl mit 180 Gramm. Schickes Artwork und sehenswerter Texteinleger. England Punkrock mit ordentlich rockiger Oi-Kante, der nach vorne geht, direkt aus Aarhus in Dänemark. Die Herren des älteren Semesters wissen grundsätzlich, wie es geht. Großartige Backings, wie zum Beispiel bei Good Behavior, zeigen, dass sie ein eingespieltes Team sind. Wenn sie das live umsetzen können, ist es ein Kracher. Gerade bei solchen Bands, die es gut rocken lassen, zählt live gleich das Doppelte, da sie dort das Publikum direkt mitnehmen müssen. Die Songs laufen im Mittempo runter. Wenig Schnörkel, aber dafür viel Tritte in den Allerwertesten. Going Home ist mein persönlicher Favorit und sticht am ehesten aus der Masse heraus. Wer ausgefeilte Solis, super abwechslungsreiche Songstrukturen etc. erwartet, wird nicht der passende Ansprechpartner sein. Dafür ist es zu straightforward und gleichbleibend. Nach ein paar Mal hören fehlt einfach die gewisse Vielfalt und ein Höhepunkt, der einen mitnimmt. Es ist und bleibt guter Punk, oi, aber es rauscht irgendwann an einem vorbei aus besagten Gründen. Schade eigentlich, da eine Menge Potenzial am Ende liegen bleibt. In meinen Favorit hören wir jetzt mal rein und entscheidet selbst, ob ihr kauft oder nicht. Nun zur EP von Rotting System, Bastards of Istanbul. 4 Songs auf schwarzem Vinyl. Covergestaltung und Texteinleger einfach so, wie ich es erwarte, von dem, was musikalisch geboten wird. Ich mag diesen Oldschool-Flair. Ihr seht es gleich wie immer, wenn der Song läuft. Aber mal Hand aufs Herz, merkt man mir an, dass ich auch was für die härtere Gangart übrig habe? Die Jungs feuern aus allen Rohren. Das ist wirklich ein Brett. Hardcore-Punk der 80er mit einer ordentlichen Metal-Kante. Ballern dir die Hirnrinde weg. Textlich geben sie ihre Ansichten und Gefühle ungefiltert von sich. Was man von der eigenen Regierung bzw. allen Unterdrückern hält und was Musik in einem auslöst. Einfach Hammer. Ich bin von solchen Bands einfach nur beeindruckt, da sie sich trotz ihrer Lebensumstände oder gerade deswegen so äußern, wie sie es eben tun. Meinen größten Respekt, denn in der Türkei haben sie, wenn es schlecht läuft,
wirklich einiges zu verlieren. Zurück zur Musik. Hätten Sie in den besagten 80ern diese Scheibe in Deutschland veröffentlicht, wären Sie heute eine Band der ganz Großen und ein Klassiker in der Musikwelt. Bin ich fest von überzeugt. Wenn ich es richtig überblicke, ist es die 4. Veröffentlichung und dabei haben sie sich immer ein Stück entwickelt. Ich hoffe, es kommt noch so einiges nach und zu hoffen wäre auch wirklich, dass sie im Metal-Bereich angenommen werden. Da passen sie genauso auf eine große Bühne wie auf eine kleine im AZ XY. Ich hoffe einfach, dass ich sie mal live sehen kann. Würde mich sehr freuen, das Feuer mal direkt zu fühlen. Und auch hier wieder ein Wink an Mirko. Wir müssen wieder zurück dahin, dass die Labels auch mal wieder Shows klar machen für die Bands. Das wäre ein großer Rückschritt in den Fortschritt. Zu hören gibt es natürlich auch wieder was. We Can Do The Ska. Split 7-Inch, schwarzes Vinyl auf 300 Stück limitiert. Für die besagte Samplerreihe treten auf der Nummer 6 Ghost Bastards und Office Boys an. Office Boys ziehen mit dem Song Istanbul Skinheads ins Feld und ich muss sagen, dass man merkt, dass es nicht ihr natürlicher Lebensraum ist. Aber es macht Spaß und sie haben eine Menge Humor. Ghost Bastards gehen es schon professioneller an und haben ihren Song vom aktuellen Album Für Punkrock reicht's mal eben in Für Ska-Punk reicht's umbenannt und umgestaltet. Verstärkung erhalten sie dazu noch an der Gitarre und an der Posaune. Wie ich es schon an anderer Stelle sagte, ist diese Band für mich völlig unterbewertet. Lebten sie in Berlin, wäre es eine Band, von der man eine Menge hören würde. Aber was ist schon Wetzlar? Traurig, muss ich sagen. Die klassische Aufmachung der 7-Inch wird beibehalten und nur farblich verändert, um eben den Wiedererkennungswert zu haben. Alles in allem wieder ein rundes Ding. Kauft euch das Teil. Macht man keinen Fehler. Auch hier spiele ich euch beide Bands kurz an für einen Vorgeschmack.
Jeder kennt diesen Spruch, dich soll doch der Teufel holen. Und genau das ist das Motto des letzten physischen Tonträgers für heute. Teufel, für immer euer Feind. 12 Songs auf 180 Gramm Vinyl. Ein brutales Grün mit Marmorierungen. Ein super schickes Tattoo-Style-Artwork und ein Texteinleger im selbigen Stil. Eine Augenweide. Wow. Gut, was will man auch anderes erwarten? Hinter dem Namen verbirgt sich ja auch ein nicht unerfahrener Mensch, der gestern erst begonnen hat mit der Musik. Das Soloalbum mit dem doch glasklaren Titel ist schon eine Ansage. Und ja, ich bin froh, dass er es musikalisch und nicht tatkräftig angegangen ist, ein paar Dinge aufzuarbeiten in seinem Leben. Das wäre ansonsten ein NTV-Spezial geworden. Als ich von dem Album hörte, muss ich ehrlicherweise sagen, dass ich direkt im Kopf hatte, wenn das mal gut geht. Leider habe ich schon eine Menge Alleingänge von anderen gehört, die besser auch ungehört geblieben wären. Und ja, diese Scheibe ist mir auch nicht einfach reingelaufen. Sie musste ein paar Runden drehen. Erstmal ein Gesamteindruck, dann die Mucke, dann die Texte etc. etc. Ich habe nach meinen Notizen auch mit anderen gesprochen, wie sie das Ganze empfinden. Da kam einiges von bessere Troopers, eine Menge Onkels-Vibes, enttäuschter Mensch, der übers Ziel hinausgeht, etc. Alles davon kann ich nachvollziehen und ich denke, genau das ist so gemeint. Kontrovers sein und auf keinen Fall gefällig. Man muss anderen nicht immer eine gute Zeit schenken. Man kann auch einfach mal nur gehört werden und sich Luft machen. In der Fansign-Bubble würde man von einem Ego-Sign sprechen. Letztendlich gefällt es mir aber durchaus und man muss sich eben frei machen von dem, das ist der Typ von Berliner Weise. Das ist was ganz Eigenes und das macht es eben persönlich und authentisch. Ich denke, viele, die sich für Bands, Menschen und das Wie geht es weiter gerne einsetzen, sich gerne selbst dabei hinten anstellen, damit es eben anderen gut geht, werden sich in den Texten auf der einen oder anderen Weise wiederfinden oder auch abgestoßen fühlen. Von ganz oben nach ganz unten. Ängste, die man als Tough Guy nie zeigt, und die Rücksichtslosigkeit vermeintlicher Freunde sind die Keim- und Energiezelle für diesen Longplayer. Musikalisch erwarten euch mal harte und mal weichere Klänge. Punk mit Melodie und Härte und einer Garnierung aus metallischen Klängen. Das alles immer mit 100% Wut und Kampfgeist. Hier ein Beispiel und nicht vergessen. Kaufen und mal über den ein oder anderen Text nachdenken. Viel Spaß. Einen schlechten Tag hat jeder, das weiß ich ganz genau. Doch wenn dein Leben komplett zusammenbricht, sieht die Welt ganz anders aus. Hattest Hoffnung, sie sind da, die Menschen deiner Nähe, für die du immer da warst, wenn's dort Probleme gab.
Folgende Band habe ich mal wieder bei Instagram gefunden. Citizens. Ein Album wurde veröffentlicht mit dem Namen The Last Resort beim Label Friends, Family, Forever. Dort zu bestellen ist leider ein extremer Kostenfaktor, weil die Versandkosten alles springen. Wanda Records haben ein paar Platten geholt, aber ich kann nicht sagen, ob noch welche zu haben sind. Das mal vorab. Fragt bei Interesse einfach dort nach. Textlich verarbeitet Billy Moonbeam, bekannt durch die Band Hellbound Hitman, eine Menge Persönliches. Persönliche Enttäuschungen, Fußball, Knast und den Ärger, wenn man eben anders ist. Wer den ganzen Scheiß wirklich lebt, kennt das durchaus, dass Dinge nicht immer gesucht werden müssen, sondern zu einem kommen. Titel wie Coward of a County Jail, War Inside oder One of Us sagen schon so einiges. Mit ins Boot geholt hat er sich eine Menge Support von The Bruisers, Dropkick Murphys, CMI, Haywire und vielen mehr. Musikalisch geht's rau und derbe zur Sache, aber Melodie fehlt nie. Typischer American Oi eben, der aber nicht beliebig klingt. Hört einfach mal rein und bewertet es selbst. They think they got you trained. They fully wash your brain. You need to take a stand. Think for yourself, cause it's us versus them. Politician told you so. Fucking heads, they must know. Who can you trust? One law for them and another for us. I wanna riot. I wanna fight. I wanna riot. Break something tonight. Every day, they're taking half your pay. They sold you the lie and you'll be in debt to the day you die. Politicians and their greed can't feed your family. Work hard and you break your back, and your boss got a brand new Cadillac. I wanna riot, I wanna fight, I wanna riot, break something tonight. They think they run the show. There's something they don't know. Now when push comes to shove, that you fight till you die for the ones you love. It's run by billionaires who never pay their share. They wanna take your life and smile in your face as they twist the knife. I wanna riot, I wanna fight, I wanna riot, break something tonight. Ihr Lieben, Episode 6 wäre nun am Ende angekommen. Direkt was Gutes, Episode 7 ist auch schon in der Mache und geht bald online. Wird auch wieder eine längere Folge. Ab Episode 8 sollte es dann auf Twitch losgehen. Es ist alles schon eingerichtet und wartet nur noch auf den Startschuss. Live-Interviews stehen auch schon und hoffentlich gibt es nette Gespräche über den Chat. Seid ein Teil des Ganzen und füllt es mit Leben. Wann es konkret losgeht, erfahrt ihr über die Social-Media-Kanäle vorab und als Reminder. Natürlich sind auch heute sachliche Kritik und Anregungen wie immer erwünscht. Schreibt mir persönlich oder in die Kommentare. Wenn ihr mir helfen wollt, dann liken und teilen, was das Zeug hält. Nur so geht's. Und wie immer, unbequem bleiben, geht zu Konzerten und unterstützt die Labels und Bands. Denn für die muss es sich lohnen, nicht für mich. Danke fürs Reinschauen und checkt doch mal die anderen Episoden ab, wenn ihr Bock habt. Viel Spaß bei den Abschlussvideos. Heute gibt es 2. In diesem Sinne, euer Mighty Mike.
Unterschrift mit mir. Zieh dir etwas anderes an und komm nicht mehr aus dir. Schnapp die Bomberjacke, Hosenträger, Musik, das Wochenende gelebt, wie im Paradies. Auf mit Gebrüll und Geschrei, durch die Nacht des Falls einerlei Kassette rein, die Musik laut, so haben wir aufeinander aufgebaut. Es war schön in dieser Zeit, voneinander gelernt und zu allem bereit. Ja! Ich genoss jeden Tag voller Glück und Horizont. Zusammen mit meinen Freunden, der Kaffee war hier. Zusammen zogen wir durch die dunklen Gassen einer Hoffnung der Ruhe. Doch wir sollten es nicht lassen. Auf mit Gebrüll und Geschrei, durch die Nacht des Falls einerlei Kassette rein, die Musik laut, so haben wir aufeinander aufgebaut. Es war schön in dieser Zeit, voneinander gelernt und zu allem bereit. Die altbekannten Stelle, wo wir immer waren, ein Sammelpunkt für alle, mit Wunden oder wenig Fahrt. Wir wurden immer mehr und die Blicke schließen sich auf. Das war uns egal, wir flippen regelmäßig aus. Auf mit Gebrüll und Geschrei, durch die Nacht des Falls einerlei Kassette rein, die Musik laut, so haben wir aufeinander aufgebaut. Es war schön in dieser Zeit, voneinander gelernt und zu allem bereit. Alex, ein bisschen glücklicher sollte das schon aussehen. There were tantrum moments in the air. There were tantrum moments in the air. There were tantrum moments, there were tantrum moments in the air. And the royal apples on the throne, and the royal apples on the throne, and the royal apples and the royal apples on the throne. There were tantrum moments in the air. There were tantrum moments in the air. There were tantrum moments, there were tantrum moments in the air. And the royal apples on the throne, and the royal apples on the throne, and the royal apples.
alles in den Dreck ziehen, alles runterzuziehen. Das ist das allerletzte. Und ich lasse mir das nicht mehr so lange gefallen, das sage ich euch ganz ehrlich. Ich kann jetzt nicht verstehen, warum die Schärfe reinkommt. Warum Die Schärfe bringt ihr doch rein. Müssen wir uns denn alles gefallen lassen? Ja, ich habe doch keine Schärfe jetzt da Ja, reingebracht. du nicht. ganz Du ehrlich. sitzt hier locker bequem hier auf deinem Stuhl, hast 3 Weizenbier getrunken, du bist schön locker.